In diesem Video putzen wir klassische Herrenschuhe. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr Schuhe mit Farbverlauf richtig pflegt. Ich bin Lisa und ich liebe saubere Schuhe. Hi! Für die klassische Schuhpflege muss man etwas Zeit mitbringen. Beginnen wir mit den Schnürsenkeln. Die entferne ich komplett. Dann kann ich den Schuh ganz öffnen und komme überall gut dran. Falls die Senkel schon sehr mitgenommen aussehen, könnt ihr sie bei der Gelegenheit gleich ersetzen. Profis setzen jetzt einen Schuhspanner ein. So wirft das Leder keine Falten, in denen dann die Schuhcreme hängen bleibt. Außerdem ist der Schuhspanner ein praktischer Griff. Den losen Schmutz bürstet ihr nach jedem Tragen kurz ab. Das geht schnell und ist effektiv. Wenn kein Dreck da ist, kann er auch nicht beim nächsten Regenschauer ins Leder einziehen. Die Außensohlen bekommen eine Extrabehandlung. Die sind häufiger schmutzig als das Oberleder und müssen deshalb auch besonders gründlich gereinigt werden. Und zwar mit der Reinigungscreme. Ein bisschen Creme aufs Tuch und dann kräftig reiben. Bei der Feuchtreinigung des Leders gehe ich etwas behutsamer vor. Erstmal mache ich das nur selten, um das Material nicht unnötig zu strapazieren. Und dann am liebsten mit der Bambu-Lotion. Die löst ganz sanft den Schmutz. Und den wische ich dann einfach mit einem feuchten Tuch ab. Muss ich Glattleder jetzt eigentlich imprägnieren oder nicht? Tja, da scheiden sich die Geister. Viele gedeckte Glattleder sind nämlich von sich aus schon wasserabweisend, aber längst nicht alle. Was sehr wohl für alle gilt, mit einer Imprägnierung hält das Leder einem höheren Wasserdruck stand und der Schmutz hat es noch schwerer, ins Leder einzudringen. Die Schuhe sind dann also extra geschützt und extra sauber. Zum Schluss gönne ich den Schuhen noch etwas Farbpflege. Falls bei eurer Schuhcreme der 100%ig passende Farbton nicht dabei ist, wählt ihr einfach den nächsthelleren. Ich nehme die 1909 Creme Deluxe. Die frischt nicht nur die Farben auf, sie versorgt das Leder auch mit Nährstoffen, damit es nicht brüchig wird. Aufgetragen wird die Creme entweder mit einem Poliertuch oder mit der Auftragsbürste. Wichtigste Regel: weniger ist mehr. Die Schuhcreme, die das Leder nicht aufnehmen kann, bildet nämlich erst einen schmierigen Film und später eine Kruste. So, das lassen wir jetzt 15 Minuten einziehen. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie ihr Schuhe mit Farbverlauf pflegt. Die Grundregel lautet hier von hell nach dunkel. Zuerst tragt ihr den hellsten Ton auf, und zwar auf dem kompletten Schuh. Damit ist das Leder erstmal gesättigt. Danach könnt ihr mit einer dunkleren Farbe Schattierungen erzeugen. Wenn ihr richtig starke Kontraste möchtet, setzt ihr zum Schluss mit schwarzer Schuhcreme Akzente. Inzwischen ist mein anderer Schuh getrocknet. Im letzten Schritt poliere ich ihn mit einer weichen Bürste. Damit entferne ich die überschüssige Schuhcreme. Und ich sorge für einen schönen Glanz. Das war's schon. Wenn ihr mehr über die Pflege eurer Lieblingsschuhe erfahren wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Viel Spaß beim Putzen und tschüss!